Also, wir sind wieder bei Mindfactor. Yeah! Und zwar, Justin und ich, wir haben uns heute unsere Bögen abgeholt. Tom, wir waren, also gerade bei Justin war er sehr schnell mit seiner Entscheidung, bei mir waren wir ja sehr lang. Ja, ein schwieriger Kunde. Ja, schwieriger Kunde, ich weiß. Da waren wir sehr lang zusammengesessen und haben da ja getüftelt und gemacht. Also, Sebastian hat sich jetzt hier noch gewünscht, einen Schuss mit meinem Bogen machen zu dürfen. Hier, wie auf den Steinbock. Ja. Durch den Gap. Ich glaube, wir haben ihn schon mal gerankt, 74 Meter und 13 Meter. Ist schon ein krasser Schuss, ja. So viele Bäume, wo er frei hängt. Ich habe ihn bis heute noch mal getroffen. Alter! Jawohl, Mann! Jawohl. 211. Also, wir sind wieder bei Mindfactor. Yeah! Und zwar, Justin und ich, wir haben uns heute unsere Bögen entgegengenommen, abgeholt. Regal, was gerade im Regal hängt. Einmal hier in Blau und einmal hier in Rot-Orange. Perfekt. Ja, sehr geil. Vergnügen. Vielen Dank, Tom. Sehr geil. Hat ein wenig gedauert, aber ja, jetzt ist es soweit. Gut Ding will weitermachen. Ja, genau. Genau. Was gibt's dazu zu sagen, Tom? Wir waren, also gerade bei Justin war er sehr schnell mit seiner Entscheidung, bei mir waren wir ja sehr lang. Ja, ein schwieriger Kunde. Ja, schwieriger Kunde, ich weiß. Da waren wir sehr lang zusammengesessen und haben da ja getüftelt und gemacht. Ursprünglich war da noch ganz anders geplant. Mit Haien, der Handschuh soll trotzdem rein. Letzten Endes war es dann so eine Idee, von dir, du hast mir dann so ein Brett gezeigt. Mit blauen Epoxidharz mit dieser Aluspäne, wo ich gesagt habe, jawohl, das wäre es eigentlich. Und da ist auch den Handschuh mit rein und so ist es dann entstanden. Das Wurfarmdesign, das war dann auch so ein bisschen die Idee, hey, Hexagons würden noch gut dazu passen. Aber auf jeden Fall, es war ein langer Weg. Da haben wir ja ein bisschen auch was aufgenommen dazu, ne? Ja. Wie du dann auch wirklich den Handschuh exakt so geschnitten hast, genau gemessen hast, wo wird die Grenze sein, wo wird geschnitten, dass da auf dem Handschuh nichts abgeschnitten wird. Und inzwischen doch abkühlen. Also da war wirklich einiges an Aufwand dabei bei diesem Bogen. Und genau richtig, wie gesagt, Justin Seiner, der ging eigentlich dann recht einfach, nehme ich mal an. Bin halt schlicht. Bin halt schlicht. Bei manchen geht es auf Anhieb. Ja. Und der eine oder andere ist halt ein bisschen. Der braucht einfach ein bisschen länger. Genau, richtig. Design. Richtig. Justin, dann fang du mal an. Die allerersten Schüsse. Dann probieren wir erstmal einen 500er. Zeig nochmal deinen Bogen. Der schöne Assassins von Mindfactor. Mit Boha Branding, genau. So. Bin mal gespannt, ob der 500er passt. Ja, Gold, oder? So, gut, das Der reicht. 600er, perfekt. So, also. Leuchtnocke gleich, ja, wenn dann schon richtig. Warum mit dem Blau? Oh, Killer? Ne? Okay. Gut. Ja, normalerweise war ich so 10 bis 12 Wochen, bis der Bogen fertig ist. Manchmal dauert es länger. Und also es ist auch immer wichtig, sich hier Zeit zu nehmen, bis das Design dann passt. Der Bogen kostet Geld. Ja. Der soll dann nicht vorstellen. Richtig. Was ein schönes Zitat ist von dir, was du immer sagst, was ich auch immer gern mir durch den Kopf gehen lasse selber, ist wirklich, du sagst immer, wenn was schnell gehen soll, dann lass dir Zeit.
Das ist ein schönes Zitat. Ja. Ja? Ja. Richtig, ja. Das haben wir auch am eigenen Leib so erfahren. Mir erarbeitet. Jawohl. Das ist dass sie noch besser ausgehärtet ist, aber und es wird jetzt sagen, wenn es ausgehärtet ist, wahrscheinlich so groß wie Rotes Meer auf 30 Meter Tiefe. Das ist ein ganz leichter Türkis drin. Okay. Ja gut, aber sind wir eigentlich bei dem Blau, das ich so mag, ne? Ja. Ja, schaut so schon geil, ganz geil aus. Das schieben wir jetzt nochmal in die Vakuumbox. Und danach räumen wir die frei. Mhm. Tom, Standhöhe für die Assassin-Bögen? 8 Zoll. 8 Zoll, jawohl. Plus, minus ein Viertel. Ja, Halt je nach Auszug und so auch, ne? Ja, wie es für euch am passendsten ist. Mhm, okay. In der Recurve-Variante. In der Hybrid-Variante sind es 7,5 ungefähr. Okay. Was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist dieses schöne Bauhub-Logo, dieses Branding. Das kann man jetzt bei euch auch so bestellen. Also jeder kann es zum Beispiel auch mit Bauhub-Logo bestellen, der möchte. Oder auch mit einem eigenen Vereinslogo. Zum Beispiel, ja. Oder mit einem eigenen persönlichen Logo. Kann man zu euch kommen, kann sagen, hey, möchte ich einen Bogen mit drin haben. Und es ist dann auch unter der Lackschicht. Ne? Genau. Alles drin, genau. Ja. Ja. Und schaut schon echt passend aus. Sieht auf jeden Fall richtig mega aus, ja. Genau. Ja, war wichtig, dass man es halt auch gut lesen kann. Ja, Also auch aus der Distanz. Genau, ja, da haben wir auch noch ein bisschen an Design, da habe ich ja das Logo noch so ein bisschen geändert, dass das Bauhub quasi eine Linie ist, die Frau so in der Mitte. Ja. Na? Genau. Genau. Wirkt auch gut mit dem farbigen Skin dahinter. Also Sebastian, was sagst du? Sieht geil aus. Auf jeden Fall, ne? Sieht echt mega aus, Alter. Sebastian testet jetzt mal den Mindfactor. Das allererste Mal. Du hast jetzt auf dem Balkon bei mir daheim mal geschossen, ne? Auf 5 Meter. Schießwürfel, 5 Ja, Meter, ja, also. Und da habe ich schon super gruppiert, muss man echt sagen. Ja. Das stimmt, ja. Also er ist auch mega jetzt gespannt. Du fixst mir ja schon seit einer Woche an, hey, gehen wir mal schießen, du willst das Ding unbedingt mal probieren. Ja. Was ich noch erwähnen wollte, was wir noch gar nicht gesagt haben, ja, der Köcher von Mindfactor ist magnetisch. Was mega geil ist, was eine mega geile Idee ist, dass die Pfeile einfach durch den Magneten halten und die halten auch echt gut. Ich habe jetzt Nachtturnier geschossen, gleich den 3. Platz gemacht. Das war der Jungfernausflug mit dem Bogen. Gleich mal den 3. Platz gemacht. Also ist irre. Als 3. Platz ist geworden der Schütz Micha von Bochum. Ja, geil. Sauber. Ja, ich hatte den Bogen zu dem Zeitpunkt erst 6 Tage und seit der Abholung auch nicht mehr geschossen. Das Video folgt aber noch. So, also Sebastian, Dankeschön. bin gespannt auf deine Reaktion. Ja, ich erst, ich erst. Wer? Alias Wildschwein. Hoch, aber schön. Das sollten die Pfeile schon passen. Kill! Der ist ein Kill, Alter. Okay. Thomas? Gerne. Jetzt du mal. Gerne, gerne. Ist geil, ne? Ja. Hat schon was, ne? Hat nicht jeder? Ja. Gleich mal auf Anhieb, ja. Schön ruhig, ne? Schönes Gewicht. Ja, auch kein Handschock und nix, ne? Ja. Der ist einfach stabil, der Bogen. Also. Handschock kennt der gar nicht, der Bogen. Der ist aber ein Da war die Spitze, glaube ich, locker. Ja, aber krass. Was willst du jetzt mit meinem Bogen? Und? Ja, Hammer, mega. Sehr geil, ne? Mega. Also Marco, du probierst jetzt hier auch mal. Jetzt auch mit deinem Mindfactor aus hier. Genau. Was hast du drauf? 43, ne? 43 Auf Pfund. 28. Genau. Ja, das muss Bin mal gespannt, was du sagst. Also Sebastian ist sehr begeistert von dem Der Bogen. Bogen ist geil, ja. Der schießt wie...
meine, schön schaut er ja schon mal aus. Ja, also Sebastian sagt auch, es hat gesundheitliche Vorteile für ihn, dass er seitdem er den geschossen hat. Voll. Wenn es natürlich gesundheitlich was bringt, vielleicht auch für mich, ne? Ja, ich brauche den ja auch irgendwo locker. Also er liegt auf jeden Fall schon mal schöner in der Hand als das kleine Griffstück, weil das kleine habe ich auf der Ausflug schon geschossen. Ja, genau. Hast du auf den Ball gezielt, oder? Nein, auf die Scheibe. Vermute ich jetzt mal. Also schön ruhig. Ja. Und schnell. Mhm. Also wirklich schnell. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie schwer die Pfeile sind, aber 600er Pfeile mit 85er Spitze. Endigo, was schießt du für ein Bein? 600er. Ja, dann kann der Endigo seine auch da drauf schießen. Doch, Fazit ist auf den ersten Eindruck wirklich gut. Wirft gut aus die Kisten. War das jetzt Absicht? Nein, war nicht. Muss ich dann noch was dazu sagen? Endigo, wie wär's mit dem Mindfactor-Bogen? Ha? Schießt sich geil, oder? Ja, der zieht sich schön geschmeidig. Wirklich, ja? Ja, ein bisschen. Ja, schau. Wirklich schön. 3 Bälle, Das ist doch mal eine authentische Reaktion hier, dieses. Wirklich. Also besser geht's bei Endigo auch nicht. Besser wird die Reaktion nicht. Justin, dein Fazit zum Bogen? Ach, ich bin immer noch verliebt in das Ding und mit dem richtigen Bein passt es sowieso. Und ja gut, was man jetzt vielleicht noch sagen kann, ist, ich meine, hier hast du den ja quasi nochmal so mit dieser Späne und die Hexagon-Hybridwurfarme. Und man kann das ja jetzt ja auch in jeden Farben machen, genauso wie beim Justin sein Sigmas, da hast du den auch nochmal in Pink da, so in so einem Grau da. Ja. Ja. Aber auch das können wir natürlich jetzt in jeder Farbe machen. Ne? Ja. Rot, Pink, Schwarz meinetwegen mit der Aluspäne. Ne? Ja. Also auch das wäre natürlich absolut machbar und dann auch bestimmt auch echte Schmuckstücke. Ne? Genau, die Hexagons ja dann genauso. Ja. Können wir auch farblich dann anpassen. Ja, genau. Wobei ich es in Blau schon sehr schön finde. Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Aber Blau ist sicherlich nicht jedem seine Farbe, ne? Also, Sebastian hat sich jetzt hier noch gewünscht, einen Schuss mit meinem Bogen machen zu dürfen. Hier, wie auf den Steinbock. Ja. Durch den Gap. Ich glaube, wir haben ihn schon mal gerankt. 74 Meter und 13 hoch. Ja, auch, Also ist schon ein krasser Schuss, ja. Und viele Bäume, wo er frei hängen bleiben. Ich habe ihn bis heute noch nicht getroffen. Ah! Alter! Jawohl, Mann! Alter! Das! Auf mal noch einen hinterher. Alter! Noch ein Stück höher, dann. Ich habe noch tiefer gehalten übrigens. Yes! Yes, Mann! Und jetzt mit der Video. Komm, jetzt zeig mal, ob du es mit der Video kannst. Der steckt. Der steckt. Würde das stimmen, was die Angelika gesagt hat, Sebastian? Dass der Bogen der Besitzer verfindet? Ja, das so. Drüber. Ja, aber drüber schießen geht auch, ne? Alter! Leider habe ich 2. Alter! Habe ich Alter gesagt? Alter! Also bei dem ist auch zum Beispiel ganz schön wirklich. Ist ja jetzt dasselbe. Oh Gott, das kriege ich den nicht raus. Dasselbe, ich sag mal Holz, was der Justin hat. Was genau ist es eigentlich, Tom? Sag uns doch mal ein bisschen was dazu. In dem Fall ist es eine Buche, die dann einfach lackiert wird in dem entsprechenden Design. Okay, weil es sieht ja schon von der ganzen Musterung, von der Maserung, schon echt schön aus, ne? Ja, das entsteht halt durch... einfach eine bestimmte Lackiertechnik. Ja, okay. Und auch in sämtlichen Farben machbar, die man sich da so wünschen ja, und könnte. Die wird ne? auch immer individuell anders. Also es gibt keine zwei gleichen. Genau. Auch wenn sie jetzt dieselbe Farbe hätten, wird es... Ja, klar. Wenn ihr jetzt sagt, ich will blau, kann das beim nächsten schon wieder ein bisschen anderes Blau sein. Ne? Ja, aber auch die Struktur. Ach so, ja. Auch das Metall, ne?
Stimmt, das Metall, ja. Genau, das ist jetzt wäre auch noch erwähnenswert. Das gibt es ja in dem Silber, wie wir es ja auch haben. Ja. Oder wie ihr es eigentlich schon jetzt immer hattet. Ja. Ja, und jetzt habt ihr auch noch diese Farbe, ne? Das muss man sagen, ist ein Prototyp, wo ich versucht habe, die Metallplatte anzulassen. Okay. Und eigentlich habe ich gehofft, dass sie schön blau wird. Aber der Backofen gibt ein paar Grad zu wenig her. Und deswegen aber trotzdem, halt jetzt es hat was. Es hat was, ja. Es ist halt mehr Bronze geworden. So ein Messing. So eine Blau, so eine Kupferrichtung Ja. einfach, ne? Ja. Schaut also es passt jetzt hier auch einfach zu dem Grau richtig gut, ne? Zum Beispiel. Ja. Vielleicht war es ja auch nicht lang genug im Backofen. Also, wie gesagt, das ist ein Prototyp. Ja, okay. Ja, freut mich, dass ihr zufrieden seid. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil so soll es sein. Wir werden mal sehen, was so die ersten Turniere auch hergeben. Ja. Okay. So, gut. Eine meiner leichten, würde ich sagen. Sehr schön. Uns überrascht. Ja. Hast du nach dem zweiten gegriffen, ne? Ja, bei uns ist nahezu jeder Bogen für ein halbes Jahr zu mieten. Mhm. Das kostet 180 € im halben Jahr. Wer den Bogen rauskauft, weil er glücklich ist damit, kriegt die Halbjahresmiete angerechnet. Und ansonsten hat man mit der Zeit eben die Zeit, warm zu werden, den Bogen zu probieren, das Modell zu probieren. Mhm. Und im Nachhinein dann auch zu sagen, ja, eben 5 Pfund leichter, 5 Pfund stärker. Zum Beispiel, ja. Oder lieber in Rot, also oder größeres Griffstück, kleines. Ja, was auch immer. Also nicht nur der Assassin, sondern auch jeder andere Bogen. Mhm. Aber muss halt lagernd sein. Also ja klar, aber es ist ein Top-Angebot, ja. Das ist und, definitiv. Ja, lohnt sich gerade. Ist halt schön, für weil Einsteiger oder die vielleicht auch noch gar nicht so wissen, wo die Pfundzahl vielleicht mal enden soll. Ne? Ja, genau. Aber du hast halt von Anfang an einen guten Hochleistungsbogen. Und nicht halt an, die Standard. Die Standard. Ja, richtig. Bögen, die man halt sonst so als Mietbogen kriegt. Ja. Man hat halt gleich ein gutes Gerät von Anfang an. Ja. Und das war uns da halt macht wichtig. der Sport gerne mehr Spaß. Was? 188. Der Pfeil genauso? Na, der hat jetzt 285. Moment, dann 285 durch 640. Also 6,2. 6,2. Das ist ein wenig leicht. Aber wer da weniger dann? Jawohl. 211. 7,4 GPP. 197. FPS. Bei Chassenbogen. So. Jetzt haben wir die Werte durch 43 Justin. 185 durch 43. 6,6 GPP. 200. 7,9. 189. Welcher war das? 390. 390. 9 GPP. 179. Das sind doch gute Werte, ja. Ja, auf jeden Fall. 9 Grade, das ist ja ganz schön. Ja. Ansonsten hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Und genau, Mindfactor, auf jeden Fall eine super Adresse. Auch wie gesagt mit dem Mietbogenprogramm kann man sich da gerne an die beiden wenden. Und da einfach für ein halbes Jahr einen Bogen mal mieten, mal ein bisschen probieren, ein bisschen testen und sich dann immer noch entscheiden, ob er einen liegt, ob man vielleicht eine Veränderung möchte. Und ja, genau. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir melden uns bald wieder zurück mit Mindfactor-Bögen, Justin. Ja. Wird man jetzt öfter zu sehen bekommen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Servus. Also, wenn die Herren hier versuchen, eine Slow Motion zu machen, man das 10-mal versuchen muss, ist man halt auch echt sehr oft im Kill, ne?